Hi, ich bin Bennett und das hier sind meine Klamotten für die kalte Jahreszeit. Ich bin nicht so der Fahrer, der jetzt wirklich bei Eis und Schnee fährt, aber wenn es halt frisch wird oder man kein Kaiserwetter hat, dann ist es schon schön, noch eine zweite oder dritte Schicht zu haben. Deswegen ziehe ich mich jetzt erstmal aus. Das ist Base Layer. Ich weiß, die meisten schwören ja auf Merino. Ich persönlich kann Merino auf großflächig auf der Haut überhaupt nicht leiden. Ich finde, das kann die höchste Qualität haben. Ich finde das immer ätzend. Deswegen lange Unterwäsche. Ich glaube, die hier ist jetzt extra für Motorräder sogar gedacht. Ich habe die einfach zusammen mit der anderen bestellt. Die ist einfach super. Also die ist wie Wintersachen hier oben hochgeschlossen. Funktionsstoff, also leicht zu reinigen und nimmt nicht so schnell Gestank an. Und unten als Base Layer Socken aus dem Jagdsport. Die habe ich mir mal gekauft, weil die so fürs Ansitzen gemacht sind. Und dadurch, dass man sich auf dem Motorrad, ja, tendenziell, wenn du jetzt ganze Zeit Offroad fährst, bewegst du dich zwar schon, aber tendenziell bewegt man sich relativ wenig im Verhältnis zu anderen Sportarten. Deswegen diese Socken, die sind tatsächlich oder haben einen hohen Merino-Anteil. An den Socken finde ich es nicht so schlimm, genauso wie an den Händen auch nicht. Nur T-Shirts oder Unterwäsche Merino kann ich überhaupt nicht leiden. Als nächstes 2 Schichten mehr oder 3 Schichten mehr. Normales Longsleeve, irgendeins. Und das hier finde ich super. Decathlon Laufklamotte gefüttert. Absolutes super Ding. Nehme ich halt auch für anderes Sportkram. Das hält richtig schön warm und ist dabei noch richtig schön atmungsaktiv. Wird auch nicht schnell nass, also es schwitzt nicht, wenn man reinschwitzt oder sowas. Es ist jetzt auch so, das trocknet sofort wieder. Ist funktionstechnisch echt super. Und hier oben ein dünnes, normales Sommerbuff, ein sehr langes. Ich zeige euch später noch warum, sehr lang wichtig. Und darunter ein Fleecebuff für die kalte Jahreszeit, also fürs Winddichte und für schön Wärme am Hals. Dann Kombi. Kombi ist in dem Fall, ich habe nur eine, kann ich dir empfehlen? Nein, sage ich gleich vorweg. Die Kombi selber ist von Reusch. Reusch selber macht, glaube ich, gar keine Motorradklamotten her. Haben sie jetzt nur noch ein paar exklusiv für Polo gemacht. Diese Kombi, so kann man auch nicht mehr nachbestellen. Das weiß ich, weil ich sie zum zweiten Mal versucht habe zu reklamieren. Sie ist eigentlich eine ganz schöne Laminat-Kombi. Also das heißt, du hast hier, die Membran ist quasi von außen aufgebügelt. Und das wird nicht richtig nass, also das kann nicht durchweichen und so. Nachteil ist, man ist halt immer winddicht. Das heißt, wenn es über 25 Grad wird, ist es dann halt schon sehr warm. Nichtsdestoweniger, schön im Winter ist es so, dass sie natürlich immer winddicht ist. Klamottentechnisch oder Wärmelayer-technisch gibt es jetzt hier quasi 2 neue Schichten. Eine dünne Downjacke, die habe ich ja quasi immer dabei. Und das eigentliche Wärmefutter von der Kombi. Die Kombi selber hat ja kein Regenfutter, weil sie ist ja immer wasserdicht. Deswegen hat die nur so ein Thermofutter. Das Thermofutter von der Kombi, sowohl Hose als auch Jacke, nehme ich persönlich gar nicht so gerne, weil das immer kompliziert ist, es wieder rauszumachen. Die Downjacke ist immer meine erste Wahl, weil die kann ich halt mal zwischendurch auch einfach schnell ausziehen. Ansonsten, was echt noch schön ist, klingt ein bisschen altherrenmäßig, aber die Hosenträger sind total geil, weil das hat einfach Vorteile, wenn man jetzt die Kombi nicht unbedingt aneinander machen will und so weiter. Die Hose rutscht nicht, man muss das nicht irgendwie eng versuchen zuzuschnüren. Die ganzen Bänder, das sitzt nicht an der richtigen Stelle und so weiter und so fort. Hosenträger, beste Erfindung für Motorradkombis. Schuhe ziehe ich jetzt mal nicht an. Dann sieht man sie schlechter. Ganz normale Touring-Schuhe von Daytona, die sind super. Sommer, Winter mit einer Gore-Tex-Membran. Ich kann mich nicht beschweren. Das ist die wahrscheinlich bestes Schuhwerk, was ich je fürs Motorradfahren gekauft habe. Absolut wasserdicht.
Sind natürlich nicht so wie jetzt krasse Enduro-Stiefel. Der Schutz ist natürlich schon ein bisschen weniger. Es sind halt Touring-Stiefel, aber dafür halt komplett wasser- und winddicht. Trade-off gibt es immer. Als vorletztes Handschuhe. Die Handschuhe sind ganz normale Lederhandschuhe, sie sind weder wind- noch wasserdicht, aber damit kann man halt noch sehr, sehr gut Kameras bedienen. Deswegen habe ich die und das Leder ist eigentlich auch jetzt relativ winddicht, wenn man das jetzt nicht unbedingt bei strömendem Regen im Winter Motorrad fahren will. Und dazu, weil die natürlich jetzt nicht so ultra dick sind, habe ich mir so schöne Unterziehhandschuhe bestellt. Gibt es wahrscheinlich in jedem Outdoor-Laden. Sind eigentlich zum Wandern, glaube ich. Kann man aber halt auch für alles Mögliche nehmen. Die sind auch wieder mit einem hohen Merino-Anteil. Da geht das und die sind halt extrem dünn. Und haben halt den Vorteil, dass man sie dann halt einfach noch mit in die Handschuhe reinziehen kann, ohne hier irgendwelches Gefühl oder Platz zu verschenken. Und damit hat man halt auch auf jeden Fall mal ein paar Grad wärmere Pfoten. Sommerhelm, ich habe nur einen Helm. Der ist jetzt auch so langsam am Ende seiner Lebensdauer. Also wahrscheinlich so spätestens Ende 25 muss ich mir da mal was Neues besorgen. Nolan NX80, glaube ich, N87. Der Helm prinzipiell total super. Ich würde mir wahrscheinlich als nächstes wieder einen richtigen Adventure-Helm kaufen oder so einen richtigen Cross-Helm, der halt vorne noch so ein kleines Visier hat für den Sonnenschutz. Das merkt man schon extrem, dass der das nicht hat. Und im Zweifel halt auch was, wo man zumindest die Option hat, mal eine Brille dran zu machen, wenn man jetzt mehr oder krasser Offroad fahren will. Was ich bei Nolan allerdings am besten finde oder ziemlich nice finde, warum ich wahrscheinlich auch wieder einen Nolan-Helm holen würde, ist dieses Ratschensystem, dass man halt hier nicht irgendwie mit diesen Bändern rumfummeln muss. Es werden ein paar Puristen sagen, ja, das gehört ja zum Motorradfahren dazu und das war schon immer so, ja, war schon immer so, haben wir schon immer so gemacht, ne, und haben wir noch nie so gemacht, die Sprüche kennen wir ja. Das Ding finde ich einfach nur geil, weil es halt so einfach, schnell ist und es ist halt auch richtig einstellbar. Man kann das nicht zu schnell oder zu wenig ziehen. Zur Not machst du es halt 2 Rädchen wieder auf, wieder zu, hält bombenfest und jeder, der mal irgendwie versucht, nach einem Unfall dir den Helm abzunehmen, der weiß halt auch sofort, wie das geht und fummelt da nicht erst noch 100 Jahre rum. Das ist der Helm, den es auch 25 erstmal noch geben wird. Der Grund, warum ich gesagt habe, ein langes Buff, ist, weil ich keine Sturmhauben trage, sondern ich nehme das lange Buff auch als Sturmhaube. Das funktioniert folgendermaßen und sieht immer ein bisschen lustig aus, aber man zieht sich das quasi erst so ein bisschen Turtleneck-mäßig über den Kopf und dann hier wieder runter, bis man so ein bisschen Ostpreußen auf Wanderung Style hat. Und dann muss man hier gucken, dass man wieder eine von den Schichten hier unten erwischt. Man zieht die sich dann quasi wieder so um den Kopf und hat dann hier eine perfekte Sturmhaube, die halt komplett runter geht. Und wenn ich die halt so nicht will, ziehe ich es halt wieder runter und habe halt einfach wieder meinen Buff, was perfekt funktioniert, ohne dass ich jetzt irgendwie 3 Teile haben muss. Ich habe natürlich noch richtige Winterhandschuhe. Mit denen kann man allerdings keine Kameras mehr bedienen, weil die halt einfach ultra fett sind. Dafür Gore-Tex und gefüttert. Autobahnfahrten bei 5 Grad, 4 Grad, 3 Grad, 0 Grad. Mega. Wen es interessiert, diese Reusch-Kombi, die man ja jetzt nicht mehr kaufen kann, weil die einfach nicht mehr produziert wird. Zum allerersten Mal, bei der ersten Version davon, als ich mir die gekauft habe, sind die Reißverschlüsse kaputt gegangen, hier und hier. Also die haben einfach nicht mehr geschlossen. Richtig, das hat Polo mir sehr, sehr freundlicherweise natürlich ersetzt. Das ist quasi die zweite Version. Die war nach 1,5 Jahren, ist jetzt die Membran in den Ellbogen und an den Knien durchgescheuert, keine Ahnung, ich weiß nicht, auf jeden Fall halt kaputt, ist nicht mehr dicht. Das ist natürlich für eine Laminatkombi irgendwie kacke. Man kann halt nicht mal irgendwie jetzt nur die Membran tauschen. Da hätte ich mir mehr Qualität erhofft. Aber die tut's noch.
und hat ja auch einen Cordura und so, also ist halt auch von der Sicherheitsfaktor halt noch echt in Ordnung. Ich bin kein großer Freund vom Layering, also Protektorenjacke und dann noch eine Daunenjacke und dann noch eine Regenjacke. Rein prinzipiell schon die Kombination Motorradjacke, Daunenjacke, Regenjacke wird auch die nächste Kombi sein, die ich mir hole, dass man das draußen drüber und innen reinziehen kann und einfach alle Möglichkeiten hat, die man braucht. Warum ich dieses Layering nicht mag, ist, die meisten Protektorenjacken kosten auch ein Schweinegeld, also sind gar nicht mal so viel billiger jetzt als eine richtige Motorradjacke oder eine Adventurejacke, haben aber meistens den Nachteil, dass das halt nur ein Meshstoff ist, in dem halt Protektoren eingearbeitet sind und nach allen Statistiken, die ich kenne, die schlimmsten Verletzungen, die du beim Motorradfahren haben kannst, die kriegst du halt nicht, weil du jetzt irgendwie bei 10 Stundenkilometer Offroad dir der Hinterreifen wegrutscht und du irgendwie komisch auf den Ellbogen fällst und deswegen einen Protektor brauchst, sondern die schwersten Verletzungen sind, wenn man über Asphalt wegschlittert, wenn du auf der Anreise halt auf der Autobahnauffahrt wegfliegst und dann halt erstmal 15, 20 Meter über den Asphalt ziehst und da bringt dir der Meshstoff halt gar nichts mehr. Und da bringt dir auch die Regenjacke oder eine Daunenjacke, die du vielleicht noch drüber getragen hast, auch gar nichts mehr. Das ist innerhalb von Millisekunden abgerieben und dann schleift es dir halt das Fleisch bis auf den Knochen runter. Deswegen würde ich mir immer auch eine Jacke kaufen, die zumindest einen Cordura-Stoff hat oder tatsächlich Lederpatches an den Stellen, wo man nach Unfallstatistiken weiß, dass man da halt einfach drüber schlittert im Zweifelsfall. Das ist die Winteredition. Wenn ihr noch geile Tipps habt für Socken, Handschuhe, irgendwas, was man noch anziehen kann, was ich jetzt nicht irgendwie habe oder was ich überhaupt nicht auf dem Schirm habe oder welchen Helm ich mir vielleicht kaufen soll, lasst mich einfach gerne wissen. Ansonsten, ciao.